Faszinierende dabei ist aber, dass auch der Bau, in dem diese Ausstellung stattfindet, von Paradoxien gekennzeichnet ist. Und das sehen Sie eigentlich schon, wenn Sie von Weitem sich diesem Gebäude annähern. Das hat nämlich einen Dachreiter, also so ein kleines Glockentürmchen oben auf dem Dachfirst. Und wenn Sie sich das näher angucken, dann werden Sie feststellen, dass der um ein paar Grad verdreht ist. Das heißt also, die Pfosten, die Pfeiler, auf denen das Dach aufruht, die sind schräg gestellt. Und das ist natürlich etwas völlig Irres. Dieses Gebäude ist vor exakt 400 Jahren errichtet worden und Sie merken auf einmal ein Architekturelement, das fast ein bisschen anarchisch wirkt. Und hier geht es natürlich in der Ausstellung nicht um Anarchie, aber es geht eben um Paradoxien. Nachdem dieser Raum hier also von Paradoxien geprägt ist, die schon historisch bedingt sind, die 400 Jahre alt sind, es ist natürlich ein besonderes geistiges Vergnügen, hier eine Ausstellung zu zeigen, die auch bewusst mit Paradoxien arbeitet. Und diese Paradoxie liegt natürlich schon im Titel, logische Fantasie. Wenn wir das Wort Logik hören, dann denken wir an stringente Gedankengänge, an Regelhaftigkeit. Und wenn wir Fantasie hören, dann denken wir an ungebundenes Schweifen des Geistes. Und genau das spannt Tim Otto Roth in dieser Ausstellung und in diesem Titel auch zusammen. Und das lässt sich natürlich auch in der Ausstellung beobachten. Sie haben Kunstwerke, wie zum Beispiel hier diesen Fußboden, der mit Punkten beklebt ist. Sie haben die Aura Calculata, eine Wasserorgel. Und Sie haben vor allen Dingen den Maso-Teppich. Das heißt, ein Teppich, der eigens für diese Ausstellung geschaffen und geknüpft worden ist. Und das sind zunächst mal Objekte, die ganz starke sinnliche Eindrücke vermitteln. Wenn Sie sich dann aber anschauen in unserem Katalog oder in der Begleitpublikation, wie das alles erdacht ist, dann werden Sie feststellen, dass das streng regelhaft aufgebaut ist, dass das alles Objekte, Kunstwerke sind, die sich selbst organisieren. Das heißt, da genau wird dieser vermeintliche Widerspruch im Ausstellungstitel eigentlich wunderbar aufgelöst. Sie haben streng regelhaft sich selbst organisierende Kunstwerke, die aber natürlich ihren sinnlichen Zauber trotzdem entfalten können. Wo sich die Gegensätzlichkeiten im Barockstil exemplarisch auflösen, ist natürlich alles, was mit Theater und Bühne zu tun hat. Die Oper, das Theaterstück, auch das Volksschauspiel, das ganze Städte erfassen konnte. Und genau diesen Gedanken greift Tim Otto Roth im Scarbeau Pirouettant auf, wo Tanzfiguren, die real getanzt wurden, aber elektronisch übertragen wurden, in diesen proto-barocken Deckenbereich der Jesuitenkirche projiziert werden. Das heißt also, diese Kirche wird, so wie sie es dann in der Barockzeit auch wurde, wieder zu einer Bühne umgeschaffen. Und das Paradoxe ist natürlich, dass dieser Tanz ins Deckengewölbe projiziert wird.